ich tatsächlich vom Vogelgezwitscher wach geworden. Langsam wird's hell. Aber hier gehst du nicht so einfach mal schnell raus, sondern das dauert schon wie ein bisschen. Was tut man nicht alles für ein Babbel? Das Gras ist noch ganz nass. Das draußen genießen. Camping mit einer Prise Luxus. Wir machen Glamping am Bodensee. Und das sieht doch schon mal richtig gut hier aus. Wie glamouröses Camping am Bodensee aussieht? Ich mache mich auf die Suche. Auf einem Bauernhof bei Neukirch, mitten in Streuobstwiesen gelegen, gibt es jede Menge tierische Freunde. Und Häuser auf Stelzen. Die Streuobstchalets stehen mitten auf der Wiese. Die Familie Arnecker hat lange daran getüftelt. Chalets auf Stelzen. Schon eine außergewöhnliche Idee. Wie seid ihr drauf gekommen? Ich bin so ungefähr vor 15 Jahren hier auf den Hof gekommen und da war das hier noch ein Milchbetrieb. Und mein Mann ist Nebenerwerbslandwirt quasi gewesen. Und dann haben wir uns halt irgendwie überlegt, wann kamen die Kinder und wie kann ich mich jetzt hier auf den Hof auch ein bisschen mit einbringen. Landwirtschaft ist alles so im Wandel. Man muss ja irgendwo gucken, dass man finanziell auch stabil bleibt. Und dann war erst ein Zusatzstandbein. Und so kam das dann sicher seit 12, 13 Jahren, seit wir zusammen sind. War das immer ein kleines Thema, aber man hat es dann erst wirklich angefangen auszufallen, wo die Kinder da waren. Ne? Und wie war das erste Gefühl, als das erste stand? Mega. Das war einfach nur mega. Man hat ja lang geplant, man hat ja jahrelang dran geplant. Und dann, wo das erste Mal da mal reinlaufen können nach dem Aufrichten, das war echt. Eine Art Vogelhäuschen zum Urlaub machen? Was und wie sie alles untergebracht haben auf 48 Quadratmetern, darauf sind Valerie und Markus besonders stolz. Und dass die Chalets nachhaltig sind. 240 € aufwärts kostet die Nacht. Wie fühlt sich der Urlaub hier an? Hallo, ist jemand da? Grüß dich, Jonas. Hi. Darf ich mal bei euch reinkommen? Ja, gerne. Komm rein. Ja, grüß dich, Jonas. Boah, schön habt ihr es hier. Ja, total. Alles halt total schön hell, freundlich, auch gerade mit dem vielen Holz. Das macht es einfach total gemütlich. Aber wie ist es so für euch? Ich meine, das ist schon auch ein Luxus, den ihr euch gönnt, Ja. oder? Also wir haben ja selber auch vor 2 Jahren Haus gebaut. Also man weiß dann schon, was die Dinge auch so kosten und dass es einfach schon auch sehr hochwertig ist. Man kann sich halt, wenn man Selbstversorger ist in so einem Haus, einfach so machen, wie man will. Man muss nicht um Punkt 18 Uhr beim Abendessen im Hotel sitzen. Und mal so ganz schlicht, so campen, so ganz einfach. Ist das was für euch? Ja, also wir haben es tatsächlich noch nie so ausprobiert. Aber wir genießen das halt schon, wenn man sein eigenes Bad halt mit dem Haus hat. Und das ist natürlich hier einfach schon toll. Also ein bisschen Glamour ist schon ganz schön. Ja. Und du hast dein Kunstwerk jetzt auch fertig? Eine Blume. Ach, was für eine schöne. Und wer kriegt die? Die muss ich erst auf die Stängel kutzen. Das ist für uns irgendwie mehr der Urlaub wie irgendwo in einem Ferienkomplex. Machen wir jetzt wie in der Türkei. Und man ist da 10 Tage drin und legt sie dann da 10 Tage lang sie hinbrutzeln, bis man braun ist. Das ist schon ein Ferienhaus oder eine Ferienwohnung, ein Baumhauschalet, wo einfach auch sehr familienfreundlich ist. Also das haben wir so tatsächlich auch noch nie erlebt. Ein Highlight.
die Ziegenwanderung. Toni? Das ist der Toni mit der Hörner, der Chef im Bund hier. Das ist auch immer der Erste beim Laufen. Genau, der rennt jetzt zum ersten Ding. Er bleibt da stehen. Toni, guck mal, hier gibt's Gas. Bitte schön. Komm, Tom. Wir zwei sind jetzt ein Team. Ah, guck mal, das ist ja ganz Ach, die brav. Gretel geht jetzt mit, gell? Jetzt geht's los. Die kann man sich dazu buchen. Und eine kleine Geschichte gehört auch dazu. Der Wichtelzwuck. Wer hat schon mal vom Wichtelzwuck was gehört? Kennt ihr den Zug, Lorenz? Ja, gell, der wohnt bei uns. Der hat eine rote Türe. Und der hat einen Schatz bei uns im Wald versteckt. Und Das ist aber nett von ihm, dem Wichtelzwuck. Genau. Und da fehlen ihm jetzt immer wieder auf dem Weg. Vogelhäuser. Schön festhalten. Toni, bleibst mal bei mir. Hören die richtig auf die Der Namen? Toni, ja. Wenn ich den rufe, der kommt. Ich liebe es, wenn es wild ist. Wow! Was für eine Gaudi. Die Geschichte vom Wichtelzwuck hat sich Valerie ausgedacht. Kommt an. Wow, das erste Kästchen. Achtet mal darauf, was ihr für Tiergeräusche hört. So, ich muss mich jetzt mal wieder um Tom kümmern. Komm, Tom. Genau, der Tom hat sonst eine ganz dreckige Leine. Ist es? Komm, einen Moment. So, Genau, wir laufen so rüber. da gibt's nur das, was die Ziegen wollen. Und jetzt muss irgendwo hier der Schatz sein. Genau. Nein, ich weiß, Ich helfe euch mal ein bisschen. Komm mal her. weiß auch nicht die Kuh ganz genau. Ich weiß schon gar nicht ganz genau. Wow, guck mal. Was da drin ist? Wollt ihr mal eure Ausbeute zeigen? Darf sich jeder einen rausnehmen? Zeig mal, ich nehme die auch. Ein Kreis. Jedes Kind kriegt einen. Aber da fehlt noch Schön. Von den Streuobstchalets im Hinterland geht es direkt an den Bodensee. Nach Kressbronn, zum Campingplatz Gohren, wo man in Safari-Zelten übernachten kann. In Markdorf schauen wir uns edle Luxuschalets an, bevor wir auf der Schweizer Seite des Bodensees in Mammern einen Schlafstrandkorb testen und bei Altnau in einer Bubble schlafen. Ich will mir einen Überblick verschaffen. Ein großes Angebot an ungewöhnlichen Übernachtungsmöglichkeiten bietet der Campingpark in Kressbronn. Dirk Marciniak nimmt mich mit. Der ist groß, euer Campingplatz. Das ist der größte hier am See, 32 Hektar. Eine Mischung zwischen Dauercampern, Saisoncampern, Touristen, Mietobjekten. Ja, kleine Stadt. Aha. So, jetzt fahren wir hier gerade an Das die sind- Safari-Zelte. Jedes Zelt hat ein eigenes Tier als Paten. Zelt Zebra. Sieht man. Laufen die gut, diese Safari-Zelte? Ja, immer saisonbedingt natürlich. Wenn Ferien sind in Baden-Württemberg, Bayern, Deutschland, dann haben wir immer eine sehr gute Belegung. Und die Zwischenzeit, die ist immer ein bisschen wetterabhängig. Aber Aha, Schrank. auch nicht. Also Handtücher und sowas und das muss man mitbringen, sein Bettsach auch. Also man Auch sieht, da Bettsachen? sind jetzt natürlich so Überdecken dran, aber man bringt sein Zudeck mit und sein Kopfkissen. Safari-Feeling für etwa 100 € die Nacht. Nebenan warten Mietkarawans auf französisches Gäste. Kennzeichen. Hä? Hallo. Bonjour, Madame. Nous arrivons ici. Sie? Oui. Ah, gerade eben erst angekommen. Nous arrivons aujourd'hui. Il y a Et- 1 heure, on est là. Nous sommes là. Et belle? Oui, c'est très bien. C'est très bien, sehr schön. Oui. Et, posso? Si. Oh. Alles schon aufgebaut und angeschlossen. Kühlschrank, Strom, Dijon. Tisch. Nous sommes de Dijon. Ah, Sie sind von Dijon, tatsächlich? Je peux? Sie? Ah, ich darf sogar rein. Dann darf ich mal gucken. Stade am Rhein. Ah, ja, super. Ma, wie Gott in Frankreich. Ça va, es passt, gibt mir die Französin noch mit. Mietwohnwagen gibt es ab 75 €. Gut, um Caravan-Campen mal auszuprobieren. Jetzt hier linker Hand kommt die Zeltwiese. Das sind die Tipis? Die heißen Tipis, ja. Das ist so die Basics. Ihr habt's aber schön hier. Wie bei mir früher in der Kindheit. Das hatte ich ja auch, so ein Tipi-Zelt. Das war allerdings nur so groß. Ihr habt euch jetzt gleich ein ganz großes Achso, ja, gemietet, oder? Was ist der Luxus bei der Geschichte jetzt für euch? Ja, also auf jeden Fall der Strom.
kein Zelt aufbauen. Kein Zelt aufbauen, Das ja. war schon sehr angenehm. Also es ist so ein bisschen halt Glamping, so ein bisschen besser als im Zelt. Also ich würde ja schon wahnsinnig gerne mal reingucken. Darf ich mal? Oder? Ja, Ja? klar. Gucken Sie mal rein. Ja? Ja, gerne. Wie aufgeräumt ist. Hallo. Ah, da ist noch jemand. Hallo. Wow. Aber hier ist ja viel Platz hier. Den kann man hier drin, das ist gut. Das ist ja toll. Sie habt, ja. Wo geschlafen? 1, 2 und 3. Und gut geschlafen? Ja, das Ja? Geht, also auf einer Luftmatratze geht das ganz gut hier. Das Schöne ist, wir haben ja auch Licht. Das haben wir meistens beim Campen tatsächlich nicht. Und jetzt ist ja nicht so gutes Wetter hier, deswegen sind wir eigentlich ganz froh, weil das ist auch regendicht. Also gestern haben wir uns schön eingemuckelt hier zu dritt und haben den Regen und den Donner so ein bisschen gehört. Das war ganz schön. Echt gemütlich vor. Ja, ist es auch. Also echt empfehlenswert. Okay, Licht ist für Sie schon Luxus. Aber ist das schon glamouröses Camping? Ich höre mich mal um. Kannst du was mit Glamping anfangen? Glamping. Das ist doch ein bisschen... Verklemmt. Nein, das ist Campen mit ein bisschen Luxus. So ein Safari-Zelt, die sind ja so ein bisschen luxuriös oder so. Wäre das was für euch? Mit Sicherheit nicht. Wir brauchen ein eigenes Bett. Wie würdest du es definieren, Glamping? Glamping ist ja, halb Wohnen, halb Camping. Also wir sind eher im Campingbereich. Ihr seid Glamping? Ja, definitiv. Weil das richtige Camping wäre Zelt, Isomatte, Schlafsack, Lagerfeuer. Das macht aus all die Kreuznehmer mit. Wenn ich da aus dem Zelt rauskomme, sehe ich aus wie quasi Mono morgens. Also nicht schön. Und dann haben wir gesagt, Wohnwagen, schön bequem schlafen. Das ist wichtig. Bisschen Luxus tut dann schon irgendwie doch, ganz auf gut, jeden gell? Jetzt kommen wir so ein bisschen nach Skandinavien. Hier stehen sie, unsere Stelzenhäuser. Das sieht tatsächlich ein bisschen aus wie in Schweden oder Gell? so, oder? So ein bisschen skandinavisch. Hat so ein bisschen was von Urlaub in Bullerbü. Also das ist es, was die Leute auch so sagen. Sollen wir uns dann Und mal guck gerade mal, eins hörst du es? Es ist kein Meeresrauschen, aber es ist Bodenseerauschen. Und wenn man bei Nacht dann die Tür ein bisschen offen lässt oder das Fenster, ist das der Sound, der einen in den Schlaf wiegt. Jetzt sperren wir Ist da jetzt mal auch niemand aus. da, ne? Da ist jetzt niemand da. Für wie viele Leute ist das jetzt? Also für 4 sage ich mal komfortabel. Und wenn man sagt, man bringt noch ein 3. Kind mit, das geht auch. Aber das ist ja auch ein Stück weit auch dieses Camping, Glamping, Feeling, ein bisschen kuschelig. Irgendwie ist es soll ja auch nicht wie eine 4-Zimmer-Wohnung zu Hause sein, ne? Eben. Hier kann man wunderbar zeigen, was Glamping ist. Darf ich dir da mal den Stuhl geben? Glamping ist ein Klappstuhl. Glamping ist Klappstuhl. Und Glamping ist Klappstuhl nehmen und mir folgen. Jetzt bin ich aber gespannt. Aber sag mal, jetzt mal tatsächlich apropos Glamping. Ist das jetzt Glamping sowas? Also solche Stelzenhäuser und all so Sachen? Also Glamping, Glamour und Camping. Man denkt ja manchmal an Marmorbad. Das ist nicht unsere Philosophie. Unsere Philosophie ist die Nähe zur Natur kombiniert mit ein bisschen mehr Luxus, wie wenn ich jetzt mit meinem eigenen Zelt da wäre. So interpretieren wir Glamping. Der wahre Luxus. Ein Klappstuhl am Bodenseestrand. Jetzt noch ein Tisch, was Gutes zu trinken, einen Kaffee und ein paar Brötchen. Na gut, dann wäre es ja schon das Paradies. Aber das ist jetzt schon das Paradies. Also Man braucht jetzt gar nicht mehr. Ungewöhnlich übernachten auf dem Bodensee kann man in Lindau. Die Altstadt gehört zu den schönsten rund um den Bodensee. Ideal für einen kleinen Städtetrip. Dazu gibt es hier Glamping auf dem Wasser. Das hat sich eine Hoteliersfamilie ausgedacht. Was steckt dahinter? Euer Hotel hat natürlich auch die Megalage. Die ganze Zeit kommen hier die schönsten Boote rein. Und ihr habt ja auch ein Boot. Und zwar ein ganz spezielles, ein Glamping-Boot. Wie kommt man auf die Idee? Glamping ist ein neuer Trend. Wir haben ja schon immer Schiffe seit vielen, vielen Jahren. Ich würde schon fast sagen, über 12 Jahre bespielen wir das Thema Schiffe in unserem Hotel. Und wir heißen ja Yachthotel und deswegen ist es ganz klar, dass wir
eine Yacht. Und was ist überhaupt Glamping für euch? Jetzt frage ich mal einen Paul. Was ist Glamping? Glamping ist einmal der Mix aus Hotel, also praktisch tolles Frühstücksbuffet, Sauna, Pool und dann aber natürlich Schlafen im Hafen direkt vor dem Hotel und praktisch die gesamten Vorteile vom Hotel mitnutzen, aber trotzdem seinen eigenen privaten Bereich neben dem Hotel haben. Wollt ihr mit diesem Boot auch andere, ich sag jetzt mal, Gäste erreichen, dass vielleicht auch andere kommen? Und wenn ja, wer? Ja, also die Tendenz ist, dass wir auch jüngeres Publikum mit ansprechen wollen. Junge Familien, junge Paare, die sagen, ich will das Individuelle, ich will das Besondere, einfach dieses Außergewöhnliche. Okay, das muss ich sehen. Katharina und Markus nehmen mich mit. Sie wollen heute ausprobieren, ob das Glampingboot eine Urlaubsoption für sie und ihren 3-jährigen Sohn wäre. Vielleicht eine ganz andere Welt. Ganz neue Perspektive, ja. Da drüben, das muss Österreich sein. Ne? Ja? Ja. Haben wir da die Schweiz. Habe ich aber auch noch nie gesehen, so ein Dachzelt auf einem Boot oben drauf. Nee, ich auch nicht. Ist nur in irgendwelchen solchen Outdoor-Jeeps oder sowas. Da oben gibt es ja sowas. Man braucht keine großartigen Kenntnisse. Man macht einfach die Schnallen auf. Ach, das ist so ein bisschen wie beim Koffer. Genau, macht das wie beim Koffer auf. Okay. Geht das ganze Dachzelt komplett automatisch nach oben. Das war's auch jetzt schon. geht's hoch. Wow. Okay. Das Dachzelt oben. Du traust dich? Ja, ich bin mal gespannt, aber es sieht gut aus. Ja, und ist auch wirklich größer als gedacht. Ja, tatsächlich. Also hier passen locker 2 Erwachsene rein. Ich habe eine Aussicht zu allen Himmelsrichtungen. Und ist es auch bequem? Ja, es ist wirklich bequem. Ich überlege mir jetzt, ob ich wieder runterkomme. Aber es ist halt auch ein bisschen wackeliger als auf dem Auto. Ich hätte mir, dass es mehr schwankt, vorgestellt. Gut, jetzt ist auch kein Seegang. Und, könntet ihr es euch vorstellen, mit sowas hier mal zu übernachten? Ja, ich stelle mir das gerade vor, nachts, wenn man mal auf Toilette muss, aber mei, geht auch. Ist auch nicht so viel Seegang, alles dabei. Genau. Also ich muss sagen, es ist wie so ein Wohnwagen eigentlich auf dem Wasser. Campen ist ja ohnehin immer Abenteuer, aber das ist noch mal ein Stück weit mehr Abenteuer. Ab 300 € kostet das Boot am Tag, ohne Skipper. Da ist noch ein Tisch versteckt, oder wie? Ja. Ja, Wahnsinn. Da unten ist der Tisch. Ja, und jetzt die Tischplatte oben drauf. Ja. Genau. Super. Das ist jetzt halt Glamping. Da wurde sogar an die Blumen gedacht. Da wurde genau. Ein bisschen Luxus muss sein. Ah, ja, danke. Also, ich glaube, ein bisschen 0,5 Promille. Aber hat schon ein bisschen auch was wie so ein Steward, gell? Ja. Ich bin sehr wie ein Steward. Ja. Chefsteward. Ja, genau. Aber das ist man ja so als Skipper. Da ist man ja alles mit allem. Ja, genau. Da ist man gleichzeitig Pilot und Steward. Ja, ist ja multitaskingfähig. Könntet ihr euch denn das tatsächlich vorstellen, so als Family? Ja, ich würde schon sagen. Absolut, ja. Wir sind ja auch, wir waren ja schon selber campen, glampen. Also wir waren in Namibia mit einem ähnlichen Dachzelt, nur da war es nicht auf dem Boot, sondern da war es auf einem Auto drauf, auf einem Jeep. Also wir sind schon outdoor-affin. Das klingt jetzt auch nach Luxus. Die nächste Glamping-Erfahrung führt uns aufs Festland, nach Markdorf. Neben Campingplatz und Hotel gibt es hier Luxuschalets, die wie ein kleines Dorf angeordnet sind. Die Wirts sind Urlaubsprofis und sie setzen voll auf den neuen Trend. Wie viele von den Chalets habt ihr? Insgesamt 17 Stück. 3 verschiedene Kategorien. Unsere Komfortchalets, dann noch ein bisschen größere, unsere Premium-Chalets und dann, ja, ich sag mal, unsere Luxus-Chalets, so jetzt mal noch unsere Spa-Chalets, die tatsächlich eine finnische Sauna, ein Dampfbad mit dabei haben. Auch so ein bisschen nachhaltig, also ist alles mit Stroh gedämmt. Da sind richtige Strohballen oben drin als Dämmung. Und wer leistet sich eigentlich sowas? Ich meine, das ist ja nun schon hier
Luxus. Luxus, genau. Oder Clamping, sagt man ja auch dazu. Gell? Also ich sag mal, die Zielgruppen sind tatsächlich komplett durchmischt. Von der Familie bis hin zum Pärchen. Alter auch ganz egal, von jung bis alt. Warum haben Sie sich jetzt für so ein Chalet entschieden und nicht für einen normalen Campingplatz? Nee, wir haben schon mehrere Chalets in verschiedene Campingplätze gemietet. Aber dieses Mal haben wir gesagt, muss man einfach mal ein bisschen vornehmen, ein bisschen luxuriöser. Und? Richtig schön, top, ja, super. Fühlen wir uns richtig wohl. Das Wetter könnte ein bisschen besser sein, aber wir machen das Beste draus. Der Preis pro Nacht beginnt bei 100 € und endet bei knapp 200 pro Person. Im Spa-Chalet zum Beispiel. Wir dürfen du sagen, sagt er. Hi, dürfen wir mal reinschauen? Hallo. Ja, gerne. Ja, super. Das genau, ist wir haben jetzt einfach ein bisschen mehr Wohnfläche. Wir haben 2 verschiedene Doppelzimmer quasi mit drin. Und eben hier auch noch ein Whirlpool mit auf der Terrasse. Was ist so, was euch besonders anmacht? Auf jeden Fall die private Sauna und der Whirlpool. Den haben wir gestern auch schon getestet. Wir haben unseren Freunden Videos geschickt. Die haben alle gesagt, ihr habt ja noch ein Zimmer frei, warum konnten wir nicht mitkommen? Also wir haben jetzt gedacht, so mit 2 Paaren wäre es auch ziemlich entspannt. Es ist tatsächlich total häufig, das haben wir gar nicht gedacht, dass sehr viele Familien das buchen, die halt sagen, ach cool, ich kann mein Kind hier ins Bett liegen, abends gemütlich in die Sauna gehen. Beim Babyphone und so weiter in der Saunalandschaft ist immer ein bisschen schwierig. Und so sind die Kinder versorgt und die Eltern haben hier quasi ihren Wellnessurlaub. Wie schnell das, was sie aufgebaut haben, weg sein kann, hat die Familie 2024 erlebt. Hübsches Bächchen, aber kann auch anders, ne? Habt ihr schon erlebt? Leider, ja. Erzähl mal, was ist passiert? Der Bach ist tatsächlich, also so hoch, ich habe das selber noch nie erlebt. So hoch kam wie eine Riesenwelle, der ganze Rand hier entlang, der komplette Campingplatz überschwemmt. Oh Gott! Wo ist es? Das ist genau hier. Ach du dickes Ei. Oh, wie schnell ist es passiert? Es waren keine 5 Minuten, wo das Wasser da war. Dauerregen, tagelang. Und dann noch ein Starkregen. Also zu allem hin hatten wir, so furchtbar das Gesamte war, ein riesen Glück, dass es so früh war, dass mein Sohn sofort angefangen hat zu evakuieren, dass die Rettungskette so super funktioniert hat. Es ist nicht auszudenken, wenn das tatsächlich 3 Stunden später Kinder auf dem Spielplatz. Also ich mag gar nicht dran denken. Und dieses Chaletdorf wurde aber nicht beeinflusst. Glücklicherweise nicht. Alles musste neu angelegt werden. Von den Schäden spüren die Camper heute nichts mehr. Angefangen hat alles 1969 mit Campen auf einer Obstbaumwiese. Wenn's mal matschig war, egal. Zelt aufgebaut und der Urlaub konnte beginnen. Heute sind auf dem Wirtshof nicht nur die Unterkünfte luxuriöser, auch die Stellplätze. Euer kleines Paradies, wie mir scheint hier. Hä? Genau, er ist gerade am Reparieren, weil der Stuhl kaputt gegangen ist. Oh, jetzt muss er noch im Urlaub arbeiten. Ja, genau. Ach je. Ihr seid so die richtigen Camper, ist das so? Ja? Wie lange schon, seit Kind? Also wir sind beide als Kinder gecampt und dann haben wir eine kleine Auszeit gemacht und jetzt haben wir uns Wohnmobil gekauft vor 5 Jahren, 6 Jahren. Jetzt sind wir ganz glücklich. Ja. Okay. Ich war gerade im Chaletdorf, habe mir das mal angeguckt. Nein. Ist das was für euch? Eigentlich nicht. Weil wir jetzt so glücklich sind mit unserem Wohnmobil und von daher kommt es jetzt für uns so gar nicht in Frage. Ein Trip in die Umgebung, das muss schon sein, hat Maria mir gesagt. Sie hat mir einen tollen Ausblick versprochen. Maria, und du machst ab und zu mal Touren mit euren Gästen? Das mache ich sehr, sehr gerne. Ich sage immer, an den Bodensee, da findet jeder. Aber so diese Wege ein bisschen abseits und so das Besondere, das zeige ich dann eben immer gerne. Auf zum Gärenberg, gleich bei Markdorf.
Also wenn ich da so gucke, ihr habt's schon richtig schön hier. Ne? Da muss ich dir recht. Sagen wir mal, wo sind wir jetzt ungefähr? Hier haben wir den Kirchturm von Markdorf vor uns. Aber man sieht, wie nah eigentlich doch der See ist. Ja. Ja, manchmal ist es tatsächlich so, wie wenn man reinspringen könnte. Es ist wirklich, wenn jetzt die Wolken sich verziehen, dann haben wir den Sentis vor uns. Das ist schon manchmal echt der Sendeturm. Machen wir einfach die Augen zu und stellen uns das vor. Absolut. Aber ist auch so schon toll. Meine Suche nach dem Besonderen führt mich noch ein Stück weiter nach Westen, nach Wald-Ruhestätten. Hier wartet das Schöne im Einfachen. Eine Jurte, Natur, Tiere. Der Löwenhof ist das Reich der Reittherapeutin Annette Simon. Alle Mitbewohner des Hofes freuen sich über Gäste. Annette nimmt sich erst mal Zeit, mir ihre Arbeit zu zeigen. Mit beiden Händen über sein Fell streichen, ihn so quasi mit deinen Händen ganz zu erfassen. Ganz ruhig, wie er da steht. Wer kommt zu dir so? Kinder und Erwachsene, vor allem aus dem Kinder-Jugendpsychiatriebereich. Kinder mit Problemen mit ihren Emotionen, mit Aggressivität, mit ADS, mit unterschiedlichen Diagnosen. Und wichtig ist mir die Bindung zum Pferd. Manchmal kommen Kinder und reden mit mir gar nicht, weil ich eine fremde Frau bin. Aber über das Pferd kommen wir in Kontakt und sie öffnen sich. Sie können sich fallen lassen, sie können Vertrauen fassen. Sie führen plötzlich ein großes Pferd ganz alleine und das Pferd folgt ihnen. Super. Geschafft. Geschafft. Das erste Erfolgserlebnis. Jetzt machen wir erst mal im Stehen und darfst erst mal dich da oben wohlfühlen und versuchen mit den Händen hier an seinem Mähnenkamm entlang zu gehen und schauen, ob du hier oben seine Ohren erreichen kannst. Kann ich mich so richtig drauflegen? Ja. Mhm. Jetzt muss man aber schon Vertrauen haben. Ja, das stimmt. Weil theoretisch könnte er jetzt auch einen Satz machen. Aber ja, das muss man aber loslassen. Das Vertrauen habe ich auch in ihn, dass wir zusammenarbeiten. Und ich weiß, er wird das jetzt nicht machen. Wenn er losgeht, versuchst du einzuatmen, dich groß zu machen. Und deine Waden ein bisschen nach hinten rutschen zu lassen. Und jetzt geht er vorwärts. Aber das war für ihn genug Zeichen, loszugehen. Ausatmen. Das spürt er alles. Das spürt er. Das ist ja ein hochsensibles Tier. Ja, aber das sind alle Pferde eigentlich. Und wie ist es, hier Urlaub zu machen? Die Jurte im mongolischen Stil bietet bis zu 4 Gästen Platz. Das spricht vor allem Familien an. Die Kosten für 2 Personen um die 100 € die Nacht. Hi, grüßt euch. Darf ich kurz reinkommen bei euch? Also Schuhe ausziehen, oder? Das gehört sich so in einer mongolischen Jurte. Wie habt ihr geschlafen? Sehr gut. Also es ist einfach super belüftet. Es ist nicht so wie im muffigen Zelt. Ja. Und man hat Platz. Es hat einfach, ja, es hat echt Atmosphäre. Man muss nicht gebückt laufen. Oh ja. Und wenn halt dann nachts nicht bewölkt ist, siehst du Sternenhimmel. Und wenn du morgens aufwachst und du hast Glück, siehst du gleich das Fohlen auf der Weide. Und seid ihr das erste Mal da? Nee, wir kommen eigentlich schon über Jahrzehnte bald. Also Ja. Jahrzehnte, fast immer Pfingsten. Jeden Pfingsten hierher. Und dann kommt der tiefenentspannt wieder nach Hause. Auf jeden Fall. Doch, definitiv. Also wir kommen aus dem Ballungsgebiet, Esslingen-Stuttgart. Und schon allein hier Verkehr, alles ist ein bisschen ruhiger. Es ist echt entspannter, es ist echt ein anderes Leben, finde ich. Kann ich irgendwie verstehen. Warum ist dir überhaupt wichtig, dass Gäste hier auf deinem Hof sind? Wenn man so einen großen Hof hat, finde ich, ist es schön, auch das teilen zu können mit anderen, die hier auch leben. Und
wenn es auch nur für eine Zeit ist. Einfach Menschen begegnen auf dem Hof und nicht für sich alleine sein. Ich glaube, das ist mir wichtig. Wer mietet sich so eine Jurte? Klar, Familien mieten sich's, aber wir hatten echt schon Gäste von überall her, aus Indien, aus dem Ostblock, aus ganz Europa. Warum hast du dich eigentlich dafür entschieden, gerade so eine Jurte dir hier quasi in den Garten zu stellen? Ich bin viel gereist und habe auch viel im Ausland gelebt und unter anderem auch in Zentralasien, wo einfach die Leute in Jurten leben. Und da habe ich es kennengelernt. Und ich wollte das gerne hier anbieten, ein Ort für Gäste. Aber die Scheune umzubauen ist viel zu aufwendig, viel zu teuer. Und dann kamen wir auf die Idee, warum nicht die Jurte aufzustellen. Und das hat gleich funktioniert? Und das hat ab Tag 1 funktioniert. Lebensart, draußen kochen, essen und dann noch der Höhepunkt. Ein Ausritt mit Leroy. Lassen wir uns einfach mal so ein bisschen den Wind durch die Haare und die Mähnen wehen. Hm? Genau. Und das ist ein wunderschönes Gefühl. Wie weit ist es jetzt von hier zum See? So Pi mal Daumen? 15 bis 20 Kilometer. Wir fahren ungefähr eine Viertelstunde mit dem Auto bis zum See. Aber du reitest nicht bis zum See runter mit den Pferden? Habe ich auch schon gemacht. Und wir waren auch schon baden, was auch sehr schön ist. Mit den Pferden? Ja. Ins Wasser, in den Bodensee? Ja. Und geht's dir gut? Fühlst du dich wohl auf dem Super, Leroy? total. Auf dem würde ich jetzt, glaube ich, bis zum Bodensee reiten. Und noch drüber. Bis in die Schweiz. Und da geht's jetzt auch hin. Von Waldruhestätten nach Öningen und dann nach Mammern am Schweizer Ufer. Aber erstmal sind wir in Öningen-Wangen. Ein Ort, wo es Spuren von ganz frühem Glamping gibt, könnte man sagen. In der Bootsscheune gibt es alles für kleine und große Abenteurer. Vera Flötemeyer ist heute unser Guide und sie will uns einen ganz besonderen Ort am oder besser im Bodensee zeigen. Hier auch schön den Kreis aufstellen. Und dann sind es ja Stechpaddel. Mit denen stechen nicht wir uns gegenseitig, sondern wir stechen in den See. Und das machen wir von vorn nach hinten und flach übers Wasser wieder nach vorne. Das hat 3 Gründe. Zum einen haben wir nicht so viel Gegenwind. Wir spritzen den anderen nicht so nass. Aber das Wichtigste ist, dass wir elegant aussehen. Vera liebt den Bodensee und sie liebt seine Geschichte. Was viele nicht wissen, ganz hier in der Nähe wurden vor knapp 200 Jahren zum ersten Mal prähistorische Siedlungen am Bodensee entdeckt. Wir kämpfen uns gegen die Wellen bis zur Bucht vor. Wir sind auf Entdeckertour, Vera, und vor allen Dingen an einem ganz besonderen Fleckchen hier. Man sieht, dass es eine schöne Bucht ist und die gefällt nicht nur uns jetzt, sondern schon Menschen viele tausend Jahre. Also hier waren die Pfahlbauten. Das Besondere ist, dass wir Welterbestätte sind, die man nicht sieht. Alle anderen sieht man ja, nur uns nicht. Also unsere Welterbestätte nicht. Machu Picchu und so weiter kann man sehen. Hier ist alles noch versteckt. Da unten ist Weltkulturerbe. Ganz genau. Das ist gesichert. Da sollte auch niemand was plündern. Und deswegen hat man hier ein Geotextil drüber gemacht und Kies, damit kein Raub entsteht. Erzähl mal, was befindet sich hier unter unserem Kiel? Mehrere Dörfer, die noch nicht geborgen sind. Wir warten noch auf Sponsoren, dass Wangen hier weiter forschen kann. Die Überreste der Pfahlbauten. So haben sie die Unterwasserarchäologen im Jahr 1985 vorgefunden. Jeder Ast der Fundstelle, jede Scherbe wurde gesichert und untersucht. Man fand heraus, dass an diesem Ort schon vor über 5000 Jahren Menschen gelebt haben. Wenige Kilometer weiter, am Wangener Horn, konnte man eine Siedlung in Ufernähe trockenlegen, um sie auszugraben. Sogar Gewebe haben sich gut erhalten. So alt und doch so nah. Man hat aber auch festgestellt, dass zum Beispiel die Nahrung ziemlich ähnliche Sachen sind wie jetzt auch Brombeeren,
Äpfel, Bärlauch. Eigentlich könnte man ja fast sagen, dass diese Pfahlbauten da unten vielleicht so eine Art von Glamping waren. Auf jeden Fall. Ja, würdest du sagen? Also, das ist jetzt sehr humorvoll gesehen, Ja. aber Humor gehört auch dazu, ja. Aha. Am Ufer von Wangen wird erlebbar, wie das Leben in den Pfahlbauten ausgesehen haben könnte. Im Museum Fischerhaus sogar mit Originalfundstücken, wie Tongefäßen und Ballen aus Stein. Zurück in der Bootsscheune. Eckhard, Ecki Flötemeyer, Veras Mann, hat nicht nur gelernt, Schiffe flott zu machen und zu bauen, er hat auch ein Händchen für urige Unterkünfte. Die Flötemeyers bieten ihre ganz eigene Art von Glamping an. Das Baumhaus, also ist das so was Einfaches, Entspanntes, Schönes, Ja. typisch für die Höri? Nein. Nein. Das ist das überhaupt nicht. Es ist so Gworre, sagt man hier im Alemannischen. Gemütlich, spartanisch, einfach, schön Nächte zu verbringen. Und das hast du gemacht als Bootsbauer? Hä? Wir hatten auch ein bisschen Unterstützung vom Zimmermann hier aus dem Dorf. Aber das, was man eigentlich hauptsächlich sieht, das haben wir schon selber gebaut und gebastelt. Aber das ist jetzt nicht das Einzige, was ihr habt. Nee, wir haben noch einen Zirkuswagen, wo es dann also wirklich archaischer ist. Es hat so ein kleines Außenwaschbecken fürs Zähneputzen und das Geschirr spülen. Fließend warm Wasser kann man hier wunderbar nutzen. Das ist dann schon wieder mehr Glamping. Genau. Es hat alles, aber doch auf einer ganz einfachen Form. Wer kommt hierher? Ja, oft genug sind das Menschen, die eigentlich sehr viel mehr gewohnt sind und aber Freude an der Bescheidenheit haben, aufs Minimale mit einem Buch hier und tagsüber hier spazieren gehen, an oder auf den See gehen. Das ist maximale Entspannung. In Sichtweite von Öningen-Wangen gibt es auf der Schweizer Seite in Mammern ein duftendes Paradies mit Seeblick und einer Überraschung. Das ist ja unfassbar, eure Rosen hier. Ja, englische Rosen. Und die pflegt ihr und hegt ihr und das macht ihr beide gemeinsam, oder? Genau. Wir machen das zusammen. Alleine würde man das auch gar nicht schaffen. Aber wir machen das beide total gerne. Ne? Ja, ist Hobby und nicht Arbeit sonst. Man hört es ja schon ein bisschen. Ja. Du kommst von hier, also von der Schweiz. Genau. Herr Tobias, du bist Schweizer. Aber bei dir denkt man erst mal, nee, die kommt nicht von hier. Genau, ich komme aus Hamburg, bin aber jetzt schon ganz lange hier in der Schweiz. Wer hat sich hierher verschlagen? Also eigentlich beruflich. Ich habe hier eine Stelle damals gekriegt in der Schweiz, die mich interessiert hatte. Und dann habe ich halt hier meinen Mann kennengelernt und bin dann hier geblieben. Wisst ihr, dass ihr in einem Paradies lebt? Also ich empfinde es gerade so. Ja, es ist nach wie vor so, dass wir es auch so empfinden. Deshalb teilen wir das auch gerne mit Gästen, die wir hier begrüßen dürfen. Und es macht uns auch sehr Freude. Ihre Liebe zur Nordsee ist überall zu spüren. Versteckt im hinteren Teil des Gartens ein Schlafstrandkorb zum Übernachten. Nordsee-Glamping quasi. Ob das gemütlich ist? Simone von unserem Instagram-Kanal Outdoorliebe wird es testen. Ist das für dich Glamping hier? Ja, ich habe eine Taschenlampe, ich hab's warm. Also ich gehe davon aus, dass es eine gute Nacht wird. Die wünsche ich dir. Ja, danke. Und dass es trocken bleibt. Ja, das wünsche ich mir allerdings auch. Wirst du es offen lassen oder wirst du es zumachen? Ich würde es gerne versuchen mit offen. Und ich bin eine Frostbeule, mal abwarten. Wenn es dann doch zieht, dann mache ich zu. Auf was bist du besonders gespannt? Ich bin normalerweise nicht der Typ, der oft aufs Klo muss. Aber wenn ich nachts hier raus muss, das könnte noch Das ist schon echt special. Ja, gell? schon sehr. Die Übernachtung im Rosengarten mit Frühstück beginnt bei 160 Franken. Das ist eigentlich jetzt der Rosenpavillon. Die schmecken auch. Die riecht auch.
Im Thurgau gibt es einige ungewöhnliche Übernachtungsmöglichkeiten. Und eine ganz außergewöhnliche werde ich mir noch genauer anschauen. Ein Obsthof in Altnau. Mitten in der Apfelregion am Bodensee gelegen, kann man hier Ferien auf dem Bauernhof machen. 3 Generationen der Familie Barth leben auf dem Hof. Zum Beispiel Christian, Caroline und Hund Felix. Caro zeigt mir den absoluten Hingucker auf dem Hof. Es ist der Renner. Schlafen in einer Bubble, mitten in der Natur. Für knapp 200 Franken die Nacht. So, und das ist also wichtig, dass es immer ganz zu ist. Ja, genau. Aber wie das klingt hier, eine ganz andere Akustik. Das ist so. Genau. Ist halt auch, weil es relativ hoch ist. Und wenn es regnet? Kein Problem. Plastikhülle ist total wasserdicht. Genau. Wer kommt denn so eigentlich so zu euch? Wir haben vor allem Städter, interessanterweise, und relativ junge Pärchen, die sich einfach mal so eine außergewöhnliche Nacht möchten, leisten. Es ist ja schon ein bisschen eingewachsen, aber ein bisschen wie auf dem Präsentierteller ist es ja schon auch. Es ist durchsichtig, auch für die anderen. Das ist so, ja. Aber darum, ich sage, du musst schon der Typ dafür sein, um so eine Übernachtung zu buchen. Gibst du mir so einen Rat für die Nacht? Genieße das oder denke daran oder achte darauf? Da, was einem die Nacht dann bietet, so aufnehmen. Also sprich, wenn es regnet, dann regnet es. Wenn sich ein paar Sterne zeigen, die beobachten. Aber vor meiner Nacht in der Bubble gibt es erstmal ein Nachtmahl. Das kann man sich dazu buchen. Einmal Raclette essen, wenn man in der Schweiz ist. Das muss schon sein, finde ich. Und ich habe mir eine Glamping-Expertin dazu eingeladen. Ihr vom Thurgau Tourismus, ihr bietet ja noch mehr als solche Bubble-Hotels an, oder? Genau, also beziehungsweise im Thurgau gibt es auch ganz normale Hotels, aber wir haben auch viele Campingplätze und andere außergewöhnliche Übernachtungsmöglichkeiten. Da ist jetzt nur eins davon, genau, der Bubble Hotel. Hast du schon mal probiert? Nein, noch nicht. Und jetzt noch ein Original Schweizer Raclette. Magst du eine große oder eine kleine? Mittlere. Immer die. Was ist eigentlich für dich Glamping? Glamping bedeutet eigentlich für mich Natur pur, mit aber Stil und Komfort. Und es ist so eine Kombination vom Freiheitsgefühl, wie man es beim Campen kennt, und mit der Bequemlichkeit, die man in den normalen Hotelzimmern sonst auch kennt. Es muss doch ein bisschen braun oben werden, oder? Ja, jeder so, wie er es gerne hat. Aber ich warte mal, bis alles komplett geschmolzen ist, und dann können wir es über die Herdöpfel tun. Das ist, glaube ich, der wahre Luxus, oder? Weniger ist mehr. Man braucht gar nicht immer das grosse Glamour, sondern einfach Käse und Herdöpfel. Und dann ist es soweit. Kleiderschrank gibt's auch. Jetzt geht's hier wieder durch die Schleuse. Das hat echt. Dass das Bubble noch zusammenfällt. Da bin ich jetzt echt mal gespannt, wie das wird. Ich weiß gar nicht, was ich mir wünschen soll. Ob es regnen soll oder Sterne oder Gewitter. Bloß kein Sturm. Ich bin gespannt, wie ich schlafe. Gute Nacht. Oh. Hoffentlich habe ich den Reißverschluss richtig zu. Aber ich glaube schon. Wird schon sein.